Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei einem neuen Video hier auf unserem Kanal Startup-Hilfe Dubai. Ich bin Sophie, ich lebe seit 12 Jahren in den UAE und unsere Agentur hilft dir bei der Auswanderung und bei der Firmengründung in Dubai. Und ich bin heute hier mit einem ganz besonderen Gast zusammen und zwar mit der lieben Antje. Antje, du kannst dich gleich auch selber nochmal vorstellen, aber ich wollte nur ganz kurz dazu sagen, wir haben in den letzten Wochen sehr, sehr viel auf Instagram und auch auf unserem YouTube-Kanal sehr viele Anfragen dafür bekommen, einfach mal mehr über die Schulsysteme in Dubai zu sprechen. Und wir beschränken uns heute ganz speziell auf die deutschen Schulsysteme und ich würde sagen, Antje, du kannst dich ja mal ganz kurz selber vorstellen. Wer bist du? Was machst du und warum bist du hier und warum bist du die Expertin, die wir heute hier zu Gast haben? Ja, ich fange mal mit der letzten Frage an. Expertin, das klingt so hochtrabend. Ich habe über 10 Jahre hier gelebt in den UAE, davor 3 Jahre in Ägypten, in Kairo und habe an den deutschen Schulen gearbeitet. Also von daher denke ich, dass ich schon eine ganz gute Innensicht habe, was das deutsche Schulsystem betrifft und ich verfolge eure Videos ja auch und merke, ich glaube, das ist für Menschen, die planen, in dieses Land überzusiedeln, mit der ganzen Familie ist das, glaube ich, überhaupt das Hauptthema und das Wichtigste überhaupt, was passiert mit unseren Kindern, wo schule ich sie ein, wo geht es ihnen gut. Und ja, von daher freue ich mich, dass wir heute diese Folge gemeinsam drehen. Ich hoffe, dass ich ein bisschen was beitragen kann und ja, vielleicht noch zu erwähnen ist, dass ich, als ich nach Deutschland zurückgegangen bin, ich muss sagen, mit schwerem Herzen, aber aus persönlichen Gründen, habe ich beschlossen, nicht mehr als Lehrerin zu arbeiten, weil das wirklich meine schönsten Jahre als Lehrerin waren. Und ich habe für mich ein neues Aufgabenfeld gefunden, weil ich gedacht habe, ich möchte diese Erfahrung irgendwie auch teilen, möchte noch vieles mitgeben und arbeite jetzt auch unter anderem als Beraterin für interkulturelle Kommunikation. Also das heißt, ich versuche den Neuankömmlingen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, sich hier in dieses Land zu integrieren. Und da geht es mehr als nur um, in welche Fettnäpfchen könnte ich treten, sondern es geht darum, wie tauche ich ein in die Kultur, wie finde ich den Zugang zu den Menschen. Und das betrifft nicht nur die Leute, die hier arbeiten, sondern auch die Familie. Kinder auch. Genau. Wir haben ja schon öfter mal darüber gesprochen, dass 9 von 10 Auswanderern zurückgehen und das nicht erst nach einem Jahr, sondern auch schon sehr schnell. Und da spielt natürlich die Familie eine sehr, sehr große Rolle. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir einfach direkt mal an. Wie gesagt, wir spezialisieren uns heute direkt auf die deutschen Schulsysteme, weil wir denken, dass das wahrscheinlich für euch auch am interessantesten ist. Aber dazu kommt noch, wir haben schon mal ein Video gemacht, das ist eines der ältesten Videos, da könnt ihr auch mal reinschauen, wo wir über diese Sachen gesprochen haben, aber auch internationale Schulsysteme etc. Also ihr habt natürlich nicht nur die Chance, hier deutsche Schulen aufzusuchen, sondern auch aus anderen Ländern. Ja. Ja, du warst Lehrerin an der Deutschen Internationalen Schule in Sharjah. Erzähl doch mal so ein bisschen, du warst ja auch Lehrerin in Deutschland schon vorher, ne? Also ja. Es war jetzt nicht nur, dass du das erst hier in den UAE angefangen hast. Was kannst du denn so ein bisschen über die Unterschiede sagen? Also in Deutschland kennen wir das ja, folgt ja jedes Bundesland einem anderen Schulsystem. Wie ist das in Dubai geregelt? Welchem Schulsystem folgen die deutschen Schulen? Also die deutschen Schulen hier in UAE folgen dem thüringischen Curriculum. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Sharjah auf alle Fälle. Dubai, Abu Dhabi, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ja, also da müsstet ihr einfach noch mal euch ein bisschen auch in die Recherche begeben. Jede deutsche Schule hat ja auch einen Internetauftritt, hat eine Homepage, wo man das auch noch mal gut nachvollziehen kann. Aber grundsätzlich, egal ob es jetzt das Thüringer Curriculum ist, es ist ein deutsches Curriculum. Und das ist ja auch der Sinn und Zweck der deutschen Auslandsschulen. Das ist ja überhaupt das Geile überhaupt, dass eigentlich weltweit, egal wo es einen hin verschlägt, man kann seine Kinder fast in jedem Land an eine deutsche Auslandsschule gehen. Ne? Und mit diesem Abschluss haben sie im Prinzip genau die gleichen Chancen wie jeder andere deutsche Schüler, jede Schülerin in Deutschland überhaupt zu studieren, ihren beruflichen Weg zu gehen. Ne?
Die Deutsche Schule in Sharjah hat die Besonderheit, dass man bis zur 10. Klasse geht man diesen normalen deutschen Bildungsweg mit dem Thüringer Curriculum und dann passiert etwas ganz Interessantes, dass die Deutsche Schule in Sharjah nicht das deutsche Abitur anbietet, sondern das IB. Das haben wir auch schon mal besprochen, das habe ich gemacht, weil ich war ja auch auf der Deutschen Schule in Sharjah. Genau, mit Mama als Lehrerin. Jetzt haben wir uns geoutet. Aber ja, genau, also das habe ich auch gemacht. Das ist vielleicht nochmal ein ganz wichtiger Unterschied auch, weil die Deutsche Schule in Sharjah, korrigiere mich, falls ich falsch liege, die einzige deutsche Schule in den Emiraten, die das IB, das International Baccalaureate, anbietet. Absolut. Also das heißt, wenn ihr jetzt überlegt, euer Kind nach Sharjah zu gehen, dann würde es bedeuten, bis zur 10. Klasse, ganz normales Thüringer Curriculum und dann müsste man überlegen, was ihr für eure Kinder wollt. Wollt ihr, dass sie das deutsche Abitur machen, dann würde man sagen, müssten eure Kinder nach Dubai an die deutsche Schule gehen. Ja. Da wird das ganz normale deutsche Abitur angeboten. Wenn ihr sagt, ihr möchtet den internationalen Abschluss haben, dann würdet ihr in Sharjah bleiben. Der Vorteil, also jetzt rede ich so ein bisschen auch in einer Mischung aus Mutter und Lehrerin. Der Vorteil fand ich damals, das IB bietet im Prinzip all das, was auch das deutsche Abitur bietet. Also eure Kinder können auch in Deutschland studieren damit, aber mit dem IB können sie natürlich weltweit studieren. Ja. Ja, und das ist der große Vorteil. Was die Unterrichtsstruktur betrifft, ich bin ein ganz großer Fan des IBs, weil es, wie gesagt, auch in der Praxis erlebt habe. Es sind sehr, sehr kleine Klassen. Es wird auf das individuelle Potenzial der jungen Leute eingegangen. Sie werden bei ihren Stärken, bei ihren Fähigkeiten abgeholt. Wir können ja mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also wenn ich überlege, wenn die Sophie jetzt in Deutschland geblieben wäre, dann wärst du wahrscheinlich mit dem Abitur gescheitert aufgrund deiner Mathe-Schwäche. Ja, Karim macht sich ja auch immer öffentlich über mich lustig mit meiner Mathe-Schwäche. Aber ja, das ist auf jeden Fall so. Ja. Aber dazu muss man sagen, die Mathe-Schwäche, also ich meine, dieses Mathe, das gibt es natürlich im IB auch, das ist auch ein Pflichtfach. Es ist auch so, dass du, um in Deutschland mit dem IB studieren zu können, normalerweise in den IB-Richtungen oder in den ganzen IB-Curriculums ist es so, dass du verschiedene Levels an Mathe wählen kannst. Das kannst du in der Schule jetzt nicht unbedingt, außer das hat sich jetzt geändert, aber das denke ich nicht, kannst du nicht, weil dieses Mathe, es muss ein bestimmtes Level an Mathe gelehrt worden sein, um in Deutschland zu studieren. Ja. Aber ich denke mal, das wirst du bestätigen, du bekommst natürlich ganz andere Unterstützung und Hilfen an die Hand, weil einfach das Unterrichten in Kleingruppen viel intensiver ist. Das IB ist so ausgerichtet, dass wirklich auch andere Schwerpunkte gesetzt werden. Also es findet eine Art Ausgleich statt. Also das heißt jetzt nicht bloß, weil du einfach ein kleiner Mathe-Idiot bist, hast du keine Chancen und du fällst durch das Raster durch. Ja. Sondern es gibt immer Mittel und Möglichkeiten, die von Seiten dieses Systems dir geboten werden, wo du einen Ausgleich hinbekommst. Ne? Und das ist einfach diese große Chance, die man damit auch natürlich hat. Ne? Es ist ja kein Geheimnis, dass andere Länder andere Sitten. Ne? Wie kann man sich das denn als Außenstehender vorstellen? Ich hatte da zwar auch schon öfter mal drüber gesprochen, aber wie kann man sich das denn als Außenstehender vorstellen? Wie passt sich denn eine deutsche Schule an die Landesbegebenheiten an? Also Feste, auch allgemein kulturell, wie wird das gehandhabt? Und ist denn eigentlich in jeder deutschen Schule, sind das eigentlich auch nur Deutsche, die dorthin gehen oder nicht? Okay. Nein, es sind nicht nur Deutsche, die dorthin gehen. Das ist wirklich eine multikulturelle Vielfalt, die wirklich faszinierend ist, weil diese Probleme, die wir teilweise in Schulen in Deutschland haben, durch die kulturelle Vielfalt, die gibt es hier einfach gar nicht. Ne? Hängt vielleicht auch damit zusammen, da komme ich jetzt gleich zu diesem Punkt der Frage, wie eine deutsche Schule sich anpasst an die Gegebenheiten des Landes. Also ihr müsst euch das so vorstellen, jede oder alle deutschen Schulen, egal in welchem Land sie sind, haben einen
kulturellen Vermittlungs- und Bildungsauftrag. Also sie agieren quasi, und das ist auch Pflicht, das ist auch so gewollt von Deutschland, sie sind im Prinzip, sie sollen eine Art Brücke zwischen den Kulturen schlagen. Und das wird wirklich, und ich glaube, da kann ich auch mit ruhigem Gewissen sagen, an allen deutschen Schulen, egal in welchem Land wir sind, wird das auch wirklich praktiziert. Ne? Und das macht sich hier beispielsweise bemerkbar, dass alle Feste, egal ob es die deutschen Feste sind, egal ob es die islamischen Feste sind, sie werden alle gemeinsam begangen. Und das finde ich einen unglaublich wichtigen Punkt. Und jetzt auch wieder aus der Perspektive der Mutter. Ich weiß noch, wir sind damals ins Ausland gegangen, weil ich eigentlich, ich wollte, dass meinem Kind diese Weltoffenheit, diese Vielfalt, was uns das Leben zu bieten hat, also diese kulturelle Vielfalt, auch die Vielfalt an Religionen, das, was alles dranhängt, dass du das mitbekommst. Ja. Und da hat mir die Schule ganz viel abgenommen. Ne? Also absolut, ja. Entschuldigung, ich wollte nur ganz kurz dazu sagen, das habe ich auch schon mal ich sage das die ganze Zeit, aber wir haben schon, für alle die jetzt hier neu dazukommen und die jetzt in die Kommentare schreiben, könnt ihr mal über dieses Thema, ich garantiere euch, wir haben wahrscheinlich schon über das Thema, was euch interessiert, gesprochen. Aber in einem der anderen Videos habe ich auch schon mal gesagt, das Schöne daran, hier seine Kinder auf eine Schule zu geben, ob das jetzt die deutsche Schule ist oder eine französische Schule, egal was es ist, aber allgemein ist einfach der Fakt, dass Offenheit, Respekt und Toleranz nicht anerzogen werden muss, sondern einfach eine Gegebenheit ist, weil man mit all diesen Kulturen konfrontiert wird. Und wenn ihr natürlich junge Kinder habt, dann ist das nochmal was ganz anderes. Ne? Also ich kann mich noch erinnern, dass hier damals, ich will ihren Namen jetzt nicht öffentlich sagen, von unseren Lehrerfreunden, die hatten eine kleine Tochter, auf die habe ich aufgepasst öfter mal. Und die ist auch in den deutschen Kindergarten gegangen. Und ich weiß noch, dass immer, wenn ich auf sie aufgepasst habe, hat sie teilweise Wörter auf anderen Sprachen gesagt, weil die war 3 oder so, weil sie das einfach aufgeschnappt hat. Und auch zum Beispiel ihr Lieblingsessen war zum Beispiel auf einmal was Philippinisches. Ne? Also so zum Beispiel einfach. Ne? Und das ist halt auch nochmal so eine Sache, dass all diese Sachen, diese Werte, dir so toll vermittelt werden in der Schule, weil klar, du hast als Elternteil immer das Recht zu sagen, ich möchte nicht, dass mein Kind an der und der Festivität zum Beispiel teilnimmt. Aber der Grundtenor oder das Wichtigste an der ganzen Sache ist, glaube ich, einfach, dass es die Möglichkeit gibt. Es wird dir nicht verwehrt, dass du, auch wenn du als fremde Kultur in dieses Land kommst, deine Festivitäten weiter ausleben kannst oder eben auch die Festivitäten von anderen einfach mitmachen kannst. Ich meine, das sieht man ja, wenn man mal aus der Schulbubble jetzt mal rausgeht, ne, siehst du das ja überall. Darüber ne? reden wir auch oft. Jetzt ist gerade das indische Diwali-Fest, das Lichterfest. Überall wird geschmückt und ist gefeiert. Wenn Weihnachten ranrückt, dann ist hier Weihnachtsstimmung. Ja. Es gibt die schönsten Weihnachtsmärkte hier. Halloween war gerade, da kamen die ganzen Kinder zu uns nach Hause. Und das ist ja einfach dieses, da sind wir wieder bei dieser kulturellen oder diese Brücke zwischen den Kulturen, dass jeder die Möglichkeit hat, und das ist auch eine Art Bildungsauftrag, die Schulen hier wahrnehmen, dass sie wirklich über diesen Weg den Schülern, egal aus welcher Kultur, aus welchem Elternhaus sie kommen, die Möglichkeit geben, sich in diese andere Kultur hineinzubegeben. Und das nicht nur theoretisch, sondern es wird gelebt. Ne? Es wird erspürt, es wird erfühlt, es wird mitgefeiert. Und es ist natürlich der beste Weg auch für euch als Eltern in Kontakt zu kommen und aus eurer deutschen Community-Bubble rauszukommen. Ganz wichtig. Wenn ihr euch darauf einlasst, die Freunde der Kinder kennenzulernen, über diese Freunde wiederum die Eltern kennenzulernen. Also hätte ich Sophie nicht gehabt als meine Tochter, ich glaube, ich hätte heute nicht diese riesen Community an auch muslimischen Freunden, in die ich eingebettet bin und die einfach so bereichernd ist. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, sich aus dieser deutschen Bubble auch rauszulösen. Und rauszutrauen. Und rauszutrauen. Ja. Weil es ist nicht so, das ist ja, das sagen wir ja auch ganz oft, ich will dann auch wieder zurück aufs Thema Schule, aber was ich noch ganz kurz sagen wollte, wir sehen das ja ganz, ganz oft, dass sich ganz viele Deutsche auch nicht trauen. Und das haben Karim und ich auch schon so oft gesagt, ihr Lieben, wenn es ums Englisch geht,
hier sprechen so viele Menschen kein perfektes Englisch. Ja? Keiner wird euch verurteilen, weil ihr nicht perfekt Englisch sprecht. Wirklich, geht den Schritt, macht den Schritt, weil die Leute hier sind unglaublich offen und unglaublich herzenswarm und willkommen heißend. Aber ihr müsst euch darauf einlassen. So, zurück zum Thema Schule. Richtig. Wenn man mit seiner Familie herkommt, die einen haben vielleicht kleinere Kinder im Kindergartenalter, ne, oder die anderen im Grundschul- oder die anderen im größeren Alter, kann man hier ja natürlich seine Kinder von klein auf in einen Kindergarten geben und die laufen dann sozusagen ihre kompletten Bildungsweg dadurch. So ist das natürlich hier auf der Deutschen Schule in Sharjah, auch auf der in Dubai und wahrscheinlich auch bei ganz vielen anderen Schulen. Ja. Aber wie ist das denn mit den Schulkosten? Weil wir müssen jetzt ganz realistisch auch dazu sagen, Karim ist heute nicht da, deswegen muss ich den Part des Realisten übernehmen, auch wenn es mir sehr weh tut. Das sind natürlich alles Privatschulen. So, wir haben zwar in Dubai auch staatliche Schulen, aber die sind jetzt nicht unbedingt für, ich meine, ihr könnt dort ihr Kind auch hinschicken, aber es ist halt auf Arabisch dann. Aber die Privatschulen hier, ist auch die deutsche Schule. Wie kann man mit den Schulkosten, was kann man erwarten, etc.? Oder sagst du, das ist nicht so etwas, wo du drüber sprechen willst? Oder? Nee, ich kann drüber sprechen. Ich kann nur nicht genaue Zahlen sagen. Ja. Ne? Ich glaube, das würden wir auch allgemein nicht machen, weil das ist... Das ist erstmal, es ist sowieso von Schule zu Schule unterschiedlich. Das hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Ne? Wie groß ist eine Schule? Welche Angebote haben sie zusätzlich? Was ich euch sagen kann, natürlich, ihr zahlt Schulkosten und die sind auch nicht billig. Also das ist erstmal der Fakt. Ne? Es gibt erstmal so eine Art Betrag, so einen Grundkostenbetrag, wo man quasi, also für die Schulbildung, dass man die Schule besucht, bezahlt. Aber es kommen natürlich dann on top noch ein paar Kosten dazu. Dann kommt Transport. Falls ihr ihn benötigt. Falls ihr ihn benötigt, ne, dann kommen es ist ja wie eine Art Ganztagsbetreuung, also der Schulalltag ist schon sehr lang hier, ne? Also das ist meistens so, dass also die Grundschule, die hören irgendwann gegen Mittag dann auf, auch das ist unterschiedlich, ich glaube so gegen 14 Uhr, wenn man mal so einen zeitlichen Schnitt mal nimmt, ne? Aber dann für die Großen geht es meistens weiter und dann für die Kleinen auch, wenn ihr euch entscheidet, dass die noch Fußball machen wollen, dass sie noch irgendwelche Aktivitäten oder auch Hausaufgabenbetreuung, ganz wichtiges Thema, Förderstunden und so weiter und so fort. Ne? Das kommt dann natürlich noch on top drauf. Schuluniformen müssen auch bezahlt werden. Das sind jetzt erstmal so grob die Kosten. Aber wie gesagt, was das im Einzelnen kostet, da könnt ihr selber einfach mal informieren. Ich würde euch auch immer empfehlen, euch die Schulen mit euren Kindern auch anzuschauen. Ja. Also wenn ihr wisst, okay, wir arbeiten in Dubai oder in Sharjah oder in Abu Dhabi, guckt euch erstmal die Schulen vor Ort an, nehmt eure Kinder mit, ganz, ganz wichtig. Ja, weil die werden dort wirklich den Großteil ihrer Woche verbringen. Ja. Genau, ja, also auch schon für den Erstbesuch. Also von Anfang an, weil die Kinder sind diejenigen, die dort bleiben und die letztendlich, wie du richtig sagtest, den größten Teil des Tages dort verbringen. Begebt euch in das persönliche Gespräch, nur so kann man wirklich auch ein Gefühl bekommen. Es muss nicht zwingend so sein, dass eure Kinder in dem Ort zur Schule gehen, wo ihr wohnt oder das arbeitet. Das ist kein Muss. Ne? Also wir haben viele Schüler, die sogar aus Dubai nach Sharjah kommen, weil sie in Sharjah einfach wertschätzen, dass das eine sehr kleine, sehr familiäre Schule ist. Ne? Aber wir haben auch Schüler, die aus Sharjah nach Dubai gehen, einmal aus dem Grund, weil sie dann das deutsche Abitur dort machen wollen, aber auch weil sie einfach vielleicht sich in diesem größeren Rahmen wohler fühlen. Dubai ist eine sehr, sehr große Schule, auch eine sehr schöne Schule. Sehr technisch veranlagt so ein bisschen, also von daher Schaut einfach. Richtig. Jetzt sind wir wieder bei der Realität, was ihr natürlich auch immer im Hinterkopf haben müsst, das sind die Fahrzeiten. Da wollte ich jetzt drauf eingehen, genau. Ne? Transport und Fahrzeiten, also das hat es schon in sich. Das ist tatsächlich ein Thema, glaube ich, was viele, die noch nie in Dubai waren und die jetzt den Umzug machen wollen, gar nicht so auf dem Schirm haben. Also wir sind hier nicht in Deutschland.
Public Transportation ist zwar da, aber bei weitem nicht so ausgeprägt wie in Deutschland, wo eure Kinder mit dem öffentlichen Bus oder der Bahn zur Schule fahren können. Ja. Deswegen gibt es hier die Regelung von Schulbussen oder was auch eine ganz große Regelung ist, wenn ihr es euch leisten könnt, würde ich euch das wirklich, wobei leisten, es ist auch nicht unbedingt sehr teuer, aber trotzdem würde ich euch ans Herz legen, das ist, glaube ich, so das Beste zwischen beiden, wenn ihr die Kinder nicht abholen könnt, Fahrer. Ihr könnt hier Fahrer beauftragen, männlich, weiblich, egal wie ihr wollt, die eure Kinder abholen und nach Hause bringen etc., wenn ihr nicht wollt, dass die mit dem Bus fahren. Weil klar, so ein Schulbus, der auch noch alle weiteren Kinder irgendwie abliefert, der braucht natürlich auch erstmal seine Zeit. Also unterschätzt das auf keinen Fall. Also ich würde sagen, sagen wir mal, ihr sucht jetzt eine Schule aus für euer Kind, dann würde ich diese 3 Faktoren mit reinnehmen. Nummer 1 natürlich, wie gefällt es dem Kind? Ja, ganz wichtig. Nummer 2, was ist der Abschluss? Was stellt ihr euch für euer Kind vor? Was möchte euer Kind später mal machen? Und Nummer 3 ist Transportweg und Lebenssituation. Wo lebt ihr? Versucht wirklich, also ich würde jetzt nicht in Sharjah leben und euer Kind in Abu Dhabi zur Schule schicken. Das würde ich sagen, ist ein No-Go. Eine Empfehlung würde ich gerne noch geben, und zwar, die meisten Schulen lassen sich auch darauf ein, fragt einfach danach, ob euer Kind einfach mal einen Tag mitlaufen kann. Und zwar in der Klassenstufe, wo es dann eingeschult werden soll. Weil da bekommt es dann schon ein Gefühl dafür, und Kinder sind ja sehr schnell auch im Kontakte knüpfen. Und da sind wir wieder bei diesem, weil du mich vorhin gefragt hattest nach dem Unterschied zwischen den deutschen Schulen und den Schulen hier. Ich habe noch nie so etwas Unkompliziertes in Bezug auf, wie nehmen wir Neuzugänge in unsere Gemeinschaft auf, erlebt. Das ist etwas, was diese Kinder und Jugendliche hier in diesem Land auszeichnen. Eine absolute Offenheit, völlig unvoreingenommen, wirst du sofort in die Gemeinschaft reingeholt. Ich habe da so meine eigene Theorie. Ich glaube, es liegt auch daran, dass natürlich auch eine ständige Fluktuation ist. Ja. Wir haben ja auch viele Kinder, wo die Eltern beruflich nur vielleicht 2 Jahre, 3 Jahre in einem Land sind, dann weiterziehen. Das hat Vor- und Nachteile. Vor- und Nachteile. Ja, sie sind gewohnt, sich von Freundschaften zu verabschieden. Ja. Aber der Vorteil ist auch, dass sie genauso schnell die Fähigkeit haben, diese soziale Kompetenz haben, sich auf neue Menschen einzulassen und sie einfach wirklich auch willkommen zu heißen. Und Freundschaften, habe ich das Gefühl auch, das habe ich auch schon mal erwähnt, halten hier auch länger. Ja. Zwar nicht tiefer, aber länger im Sinne von, dass selbst wenn nach 4 Jahren nach unserer Schulzeit Abschließung, sagt man das? Nee, egal. Ihr wisst, was ich meine, nach dem Abschluss, genau. Dass selbst nach 4, 5 Jahren, wenn jemand wieder in Dubai ist, trifft man sich, es ist, als ob keine Zeit vergangen ist. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, dass dieses Video mit der lieben Antje, auch Mama genannt, euch gefallen hat. Und wenn ihr weitere Fragen habt, dann stellt die natürlich immer gerne in den Kommentaren, wie immer. Folgt uns unbedingt auf Instagram, Startup-Hilfe Dubai ist unten verlinkt in der Videobeschreibung. Da habt ihr nochmal einen ganz anderen, persönlicheren Eindruck von dem Leben in Dubai. Und ansonsten bedanke ich mich sehr, sehr stark bei dir, dass du heute dabei warst. Aber gerne doch. Und ja, wer weiß, vielleicht dann auch in Zukunft öfter mit dabei. Und ja, genau, das war's von uns. Wenn ihr eine Firma in Dubai gründen möchtet, dann schaut auch mal in die Videobeschreibung rein. Da findet ihr den Link zum Expertengespräch. Und das war's. Dann sagen wir mal Tschüss. Ne? Dann sagen wir mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.